Ja, ein Ford, der gewachsen ist, nenne ich es jetzt mal. Wir sind bei der Firma Bunk und er parkt hier mal gerade in Szene für unsere Dreharbeiten. Es ist ein bisschen am Nieseln. Wir drehen heute am Freitag, den 16. Oktober 2020, ein Puma. Und ja, wenn Sie an Puma denken, an die Pumas denken, die Ford Pumas, die Sie kennen, da muss man direkt sagen, ja, es hat sich unglaublich viel geändert beim Ford Puma. Und so sieht er im Moment aus. Hi. Hallo. Stell dich mal vor. Ja, Dennis Scholz, mein Name. Hallo. Ja, hast das Auto gefahren? Ein Puma, das ist ja nicht mehr der Puma, den man kennt, oder? Nee, das ist was ganz Neues. Also man kann sagen, der neu auferstandene Puma, denn den Puma gab es schon mal und zwar vor 20 Jahren. Da war das ein Sportcoupé und zwar auch wie jetzt bei dem neuen Puma auf der Fiesta-Plattform. Ja, man glaubt es kaum. Das heißt, das Thema Plattform ist ja so gar nicht mehr zu erkennen. Wenn ich daran denke, ich habe den ersten Fiesta bekommen, wann war denn das? 1988 oder 86. Und ich sag mal, es gibt jetzt noch eine Nummer kleiner bei Ford, oder? Ja, also im Grunde ist Fiesta die kleinste Plattform, die wir aktuell mehr haben. Es gibt noch den K, der ist allerdings jetzt im Auslauf. Das heißt, auf der Fiesta-Plattform wird jetzt im Grunde werden verschiedene Modelle jetzt gebaut, unter anderem der EcoSport, der Puma und der Fiesta selbst. Man sieht es ja, er ist richtig ausgewachsen. Länge von dem Auto? Ja, 4,20 Meter. 4,20 Meter. Genau. Also exakt so lang wie ein Q2 zum Beispiel? Zum Beispiel. Er sieht ganz sportlich aus. Das heißt also, auch das Thema wurde hier entsprechend verwirklicht. Kanten, ganz modernes, automatives Design. Das ist wirklich ein Puma. Genau, Puma ist ja eine Raubkatze und wir sehen das ja hier. Wir haben die sehr innenstehenden Scheinwerfer. Wenn wir das Tagfahrlicht anmachen, das ist jetzt leider gerade aus, aber man kann... Das machen wir gleich mal an. Genau, man kann die Führung hier sehen. Das erinnert im Grunde an die Krallen einer Raubkatze. Und auch hier vorne die Front im Grunde wie eine schöne Schnauze von einer Raubkatze. Also ich persönlich bin hellauf begeistert. Das Auto ist einfach ein emotionales Fahrzeug. Denn ich muss halt auch ganz klar sagen, ich selbst bin seit einem Jahr hier im Autohaus Bunk als Juniorverkäufer beschäftigt, komme komplett aus einem anderen Bereich. Und deswegen, aus welchem Bereich kommst du? Ich komme aus der Veranstaltungsbranche und aus der Gastronomie. In den beiden Bereichen habe ich bisher gearbeitet. Und ich sehe natürlich vieles noch als Kunde. Und ich lasse mich natürlich auch gerade von sowas immer besonders emotionalisieren. Und ja, ich denke, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Emotion pur. Einfach ein SUV, wie man sich den vorstellt. Ja, Puma und SUV, als der rauskam, ich kann mich noch ganz am Anfang daran erinnern, da hatte ja noch niemand an einen SUV gedacht, oder? Das heißt, der ist quasi neu auferstanden. Man hat einen ganz hohen Einstieg, was ganz vielen Leuten entgegenkommt. Man sitzt über dem Verkehr und es ist ja immer noch ein Kleinwagen mit 4,20 Meter. Ganz genau. Ne? Wir haben im Grunde das, was momentan gefragt ist, in diesem Fahrzeug drin. Wir haben einen City-SUV, aber gleichzeitig, jeder weiß es in der Stadt mit der Parksituation, man findet kaum noch eine und die Parklücken werden ja auch leider nicht größer. Wir haben jetzt hier einfach ein Fahrzeug, was in der Stadt optimal geeignet ist und einfach irgendwo im Trend liegt. Ja, vorne sieht man mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, den Innenraum zu gestalten. Ist das möglich? Ja, selbstverständlich. Also das hier zum Beispiel ist jetzt die Variante Titanium. Titanium zeichnet sich vor allem aus, dass das Fahrzeug elegant aussieht. Ne? Man hat eher helle Farben im Innenraum, alles etwas freundlicher und wie soll ich sagen, es wirkt einfach insgesamt sehr elegant. Sehr schön. Die Farbe steht im Auto gut. Ja, sofern man von der Farbe sprechen kann, es ist grau. Ja. Das sind aber die Farben, oder? Das ist momentan der Trend schlechthin. Wir haben das Mineralsilber hier in der Metallic-Ausführung. Wir haben Fancy Grau und wir haben Magnetic Grau. Alles Grautöne und das ist halt einfach momentan ein Trend. Ne? Und ich finde, es passt gut. Ja, es gibt auch andere Felgen. Der steht jetzt auf Winterrädern? Natürlich. Passend zur Saison haben wir jetzt pünktlich die Winterräder montiert. Das sind jetzt 17 Zoll. Es sind 16 Zoller. Man bekommt ihn
serienmäßig mit 17 Zoller, aber bis zu 19 Zoll können wir hier erweitern, direkt ab Werk. Chrom und Hochglanz. Hier vorne hat man schwarzes Hochglanz. Das ist schon schön gemacht. Das heißt, viele Anleihen. Wo geht der ungefähr los im Preis, so ein Puma? Also ein Puma geht los bei, kaum zu glauben, unter 20.000 Euro. Und da haben wir schon was drin. Also wir haben das neueste Betriebssystem, Sync 3 haben wir drin. Wir haben Klimaanlage drin. Wir haben bereits im Grunde alles, was heutzutage ja schon fast normal ist, ne? Nebelscheinwerfer drin. Wir haben einfach eine tolle Verarbeitung direkt schon ab der Grundausstattung, die sogenannte Cool & Connect. Ja, wichtig ist der Wiederverkaufswert, das heißt der Werterhalt, gerade bei Ford-Fahrzeugen im Saarland ist ja besonders hoch. Ja. Die Saarländer sind stolz auf Ford? Ja, natürlich, Ford ist hier daheim. Ne? Saarlouis, das ist natürlich, da ist der Fokus zu Hause, wird zumindest dort gebaut. Der Puma wird in Craiova gebaut, das ist in Rumänien, das modernste Werk, was Ford momentan hat in Europa. Also das heißt, wir haben hier einfach einen schönen Ursprung, wo das Auto gebaut wird. Du bist 1,78 Meter groß, ja. Das heißt, auch hinten hast du viel Platz? Ja, also das können wir uns gerne mal anschauen. Gerne. So, oben ist noch Platz? Ja, absolut. Ne? Hier habe ich noch ungefähr so viel Platz, ohne Probleme. So, der Sitz ist jetzt weit nach hinten. Der ist für dich eingestellt vorne? Ja, genau. Auf meine Größe. Ich bin zuvor gefahren. Also ich denke, das ist auch ein schöner Durchschnittswert, meine Größe, wo man das dann auch schön testen kann. Ne? Der Puma ja, hat einen riesen Kofferraum und der hat was ganz Besonderes. Das werden wir gleich mal erleben. Genau. Zeig mir das mal bitte. Ja, gerne. So, da ist er. Sieht ja so noch ganz harmlos aus. So sieht es aus. Da kommt nämlich noch eine Überraschung. Also zunächst einmal haben wir jetzt natürlich eine Höhe, die sehr gut für den Alltag ist. Ne? Man kann hier alles relativ angenehm erreichen, wenn man eine Kiste hat oder eine Tasche. Ne? Wunderbar. Ansonsten natürlich auch absetzbar. Tiefer? Genau. Okay. Direkt deutlich mehr Volumen im Kofferraum. Und jetzt natürlich das Highlight beim Puma. Zeig mal. Die Ford Megabox. Die Ford Megabox. Und dadurch erreichen wir ein Volumen von 523 Liter. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir sind hier im Kleinwagensegment. Ne? 50 Kilogramm haben wir vorher besprochen. Das heißt also, sie ist belastbar bis 50 Kilogramm. Da kann ich zum Beispiel jetzt eine Getränkekiste reinstellen, eine große. Selbstverständlich. Ich kann was höher durchladen. Ich zeige das mal gerade, wie groß das Ganze jetzt ist. Und das ist schon eine ganz starke Besonderheit. Da kann auch ruhig was Feuchtes drin sein, hast du mir erzählt. Man kann es sogar auswaschen. So sieht es aus. Wir haben nämlich hier eine gummierte Wanne, die im Grunde komplett wasserdicht ist. Und wenn es hier mal schmutzig wird, wenn man zum Beispiel die Wanderstiefel oder eine Pflanze oder sonstiges Schmutziges transportiert, kann man das danach einfach ausspülen. Und in der Mitte sieht man den Stopfen, den dreht man auf und dann läuft das einfach unter dem Auto raus, das Wasser. Und dann hat man das hier wieder schön sauber. Cool. Ja, wenn du nochmal zumachst, bitte. Ja, selbstverständlich. Auf die normale Position. Da ist es so ganz unscheinbar. So ein kleines Detail hier vorne, da ist die Abdeckung, die geht automatisch mit hoch. Ich weiß noch, bei meinem Fiesta, da war die immer einzeln und das war okay. Da waren noch meist die Lautsprecher hinten drin, muss man sagen. Ja, genau. In Da den hat man die 90ern. so reingeschnitten, genau, ja, natürlich. So, und das ist jetzt ganz flexibel, das heißt, das passt sich an. Ja, das ist einfach eine schöne Lösung, weil das kennt, glaube ich, jeder, die Hutablage, wenn man mal ein bisschen mehr Raum im Fahrzeug braucht, ausbauen. Das ist immer aufwendig, denn erstmal muss man sie rausbekommen, dann muss man sie irgendwo hinstellen und dann muss man sie nachher wieder finden, dann geht sie vielleicht kaputt. Kenn ich. Ja, kennt jeder die Situation und hier hat man einfach eine schöne Lösung gefunden und zwar ist die Hutablage hier sehr flexibel, sie passt sich dem Gepäck an, sie stört nicht, gleichzeitig bietet sie den Schutz für das Gepäck, was dann transportiert wird. So, das Ganze ist natürlich auch umklappbar. Sekunde, ich zeige das mal gerade hier, ein bisschen mehr Raum. Ja. Und das ist 2/3, 1/3? Selbstverständlich. Wie man hier in der Mitte auch schon sieht, die Aufteilung. Ich darf einmal gerade umlegen, zack, ne? Ebenerdig. Und das Ganze können wir noch auf der anderen Seite machen. Also dann hat man wirklich eine schöne Fläche hier drin. Ja, Riesenraum, wenn ich das jetzt hier so sehe. Ich zeige es mal gerade komplett. Das kann man umklappen. Wenn du es mal komplett umklappst, ja, genau, gerne. sei mal so lieb.
ganz großes Volumen und jetzt könnte ich sogar noch tiefer gehen hier vorne, oder? Wenn ich das möchte. Genau. Wenn du das mal gerade machst, dann ist es zwar nicht mehr eben, aber jetzt habe ich richtig viel Platz. Jetzt kann ich hier unten einladen. Noch mehr Volumen hier raus und ja, wie man sieht und immer wieder im Hinterkopf, wir sind im Kleinwagensegment und das ist der Wahnsinn, was wir hier rausgeholt haben. Prima. So, wir gehen mal nach vorne. Das Licht ist an. Das Tagfahrlicht, das hast du mir gezeigt. Die DNA des Fahrzeuges, Genau. die ist hier vorne drin. Die Krallen des Pumas im Grunde. Die Krallen des Pumas. Ja, wenn du mal das Fahrlicht mal ausmachst, Ja. sei mal so lieb, dass man nur mal sieht, wie das so tagsüber ist. Jetzt hat es sich natürlich automatisch eingeschaltet, weil es schon dunkel ist. Und so sieht es denn aus. Das sind die Krallen des Puma, richtig? Genau, richtig. Sehr, sehr schick. Das sind so LED-Laufleichten. Ja, ist schon fast überstrahlt hier in der Kamera. Die unglaublich hell sind, Ja. die aber, ich sag mal, den anderen Verkehrsteilnehmern auch Sicherheit bieten. Das heißt, man sieht, dass man kommt. Genau, und man sieht auch, dass ein Puma kommt, denn die Krallen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich zeig's mal gerade von hinten. Ein bisschen mehr sehen. Ja, schon fast Sportwagen-like, oder? Auf jeden Fall. Ne? Er hat was sehr Sportliches. Wir haben jetzt natürlich hier auch die Titanium-Variante. Titanium, wie gesagt, ist eher elegant. Wir haben noch die Möglichkeit, die ST-Line zu wählen. Also ST-Line ist bei Ford immer die sportliche Variante. Und da hat man dann noch mal ein bisschen andere Auswahl bei den Felgen. Wir haben oft den Kontrast mit Schwarz und hellen Farben. Und innen drin zum Beispiel rote Ziernähte und so weiter. Also das wäre auch möglich, wenn man es noch etwas sportlicher mag. So, vorne ist auch ein Motor drin. Mach mal bitte auf, dass wir da mal reingucken. Denn wichtig heute ist ja die Sparsamkeit. Richtig. So, ich bitte auch mal die Kollegen aus der Regie, mal die CO2-Werte einzublenden, dass wir die mal drin haben. EcoBoost, ein Motor, der schon Preise gewonnen hat. So sieht's aus. Seit 2012 jedes Jahr preisgekrönt. Ne? Das ist wirklich ein ganz bekannter Motor bei uns. Total beliebt auch in der Werkstatt, weil er einfach sehr umgänglich ist, sehr wenig Wartung gebraucht wird, also ein sehr guter Motor, auf den wir hier auch setzen. Und hier als Besonderheit den EcoBoost, geteilt oder hinzugefügt noch ein Elektromotor. Das heißt, wir haben hier aktuell einen Mild Hybrid. Okay, das heißt, da ist ein Elektromotor im Getriebe drin, oder? Ganz genau, wie das aufgeteilt ist, technisch kann ich dir gar nicht sagen. Was funktioniert? Das heißt also, der Spritverbrauch ist noch geringer. Ja, absolut. Und ich finde halt, dass er gerade beim Anfahren, beim Beschleunigen, dass man da auch merkt, da ist irgendwo noch was. Ne? Also der Elektromotor kommt gerade dann, wenn Drehmoment benötigt wird, richtig zum Zuge. Ja, das Schöne ist, man muss auch nicht immer Ahnung haben von Technik. Früher war das ja so, man hat ein Auto gekauft, da muss man auch schrauben können. Ja. Heute, das ist wirklich vorbei. Das heißt, man fährt so ein Auto und fährt und fährt und fährt. Ihr seht die Autos in der Werkstatt sehr selten, leider, oder? Ja, so sieht's aus. Ne? Die fahren so lang und so ohne Probleme. Und gerade wie gesagt, der EcoBoost, ein sehr, sehr beliebter und angenehmer Motor. Ja, ihr habt ein eigenes Fahrzeug, wenn denn doch mal irgendwas passieren würde, zum Beispiel eine Reifenpanne, das kann ja immer mal passieren, ihr holt die Leute aus dem großen Umkreis von hier selber. So sieht's aus. Also Ford bietet ja die sogenannte Mobilitätsgarantie. Das heißt, im Fahrzeug ist eine Telefonnummer, die hängt in der Frontscheibe. Da ruft man an und auch wenn man liegen geblieben ist, ruft man diese Telefonnummer an und man wird dann sozusagen in nächste Ford-Werkstatt geschleppt oder im besten Fall halt zu uns direkt, wenn es halt dementsprechend auch in der Nähe ist. Ne? Das Fahrzeug ist sehr leise, das heißt, ihr habt Dämmmaßnahmen überall durchgeführt. Ja. Wir schauen uns am besten mal das Fahrzeug von innen an. Wenn du mal kurz einsteigst, sei mal so lieb, und vorne mal zumachst zunächst. Sag mal, die schöne Optik mal wieder zeigen. Unter 20.000 Euro, sagst du. So sieht's aus. Unter 20.000 Euro, genau. Ja, mach mal auf. Lass mal kurz reinschauen. Das ist die Optik von innen. Ich habe ein Multifunktionslenkrad. Genau, richtig. Und ich habe hier ein voll digitales Cockpit. Ein voll digitales Cockpit, was ich wahrscheinlich noch programmieren kann, aber nicht nur das. Ich habe ein riesengroßes Display, das werden wir uns gleich mal angucken. Auf der Seite. Die entsprechenden Helferlein sind schon eingebaut. Halteassistent, Notbremsassistent. Genau, alles serienmäßig. Auch bei dem, der jetzt unter 20.000 Euro kostet. Tempomat? Haben wir auch serienmäßig. Spurhalteassistent, alles an Bord. Das ist ein Schaltgetriebe, immer mehr Leute fragen nach Automatik? Ja, ist absolut ganz hohe Nachfrage. Haben wir hier auch ein Programm und zwar in Kombination mit einem Benziner, 125 PS, mit einem 7-Gang-Getriebe. So, ich komme auf die andere Seite. Wenn du mir mal kurz aufmachst, auf der anderen Seite. Ja.
dann setze ich mich mal rein und Fahrkultur und Fahrruhe, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Und auch hier habe ich einen großen Innenraum. Ich habe einen sehr, sehr weiten Einstieg. Gerade hinten, wenn du nochmal hinten aufmachst, dass wir den Winkel mal sehen. Die Tür öffnet sich wirklich sehr, sehr weit. Und ich habe also, ich sag mal, fast einen rechtwinkligen Einstieg, sodass ich auch hinten sehr bequem reinkomme. Vorne ist sogar noch ein bisschen weiter. Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen ja, ne, wir haben hier ein Fahrzeug, was 4,20 Meter ist und das Raumkonzept ist hier absolut gelungen. Ne? Man hat vorne richtig Platz, hinten immer noch viel Platz, trotz dass wir hier im Kleinwagensegment sind. Also kleine Details, hier ist alles abgedichtet. Das ist natürlich so, da kommt kein Schmutz denn rein, was ganz wichtig ist. Und es isoliert natürlich wieder das Thema Schalldämmung. Man kann sich flüsternd unterhalten im Wagen, hast du mir erzählt. Ja, absolut, gar kein Problem, denn wir haben hier ja auch zum Beispiel das Bang & Olufsen Soundsystem drin und da ist ja Dämmung auch ganz, ganz wichtig, um den besten Klang da aus der Anlage rauszuholen. So, ich steige mal kurz ein. Du mal gerade so lieb bist, das wegnimmst am Fahrersitz. 24.200 € kostet der Wagen, wie er hier steht, ein Vorführwagen, falls ihn jemand interessiert. Wir filmen heute im Oktober 2020. 6-Gang-Schaltgetriebe mit drin. Komm mal kurz zu mir. Denn es gibt hier viele Tasten, die musst du mir mal kurz erklären. Ich habe eine Handbremse noch nicht elektrisch, Genau. wenn man das möchte. Das ist jetzt beim Puma nicht vorgesehen, wir haben nur die manuelle Handbremse. So ist es. In der Mitte, da habe ich schon ein Knöpfchen. Erklär mir mal. Genau, und zwar finden wir hier, ich mache mal vorher die die haben wir an, super. Hier der Knopf für die verschiedenen Fahrmodi. Wenn man jetzt mal hier in die Mittelkonsole schaut, beziehungsweise auf das Cockpit, sieht man jetzt den Normalfahrmodus und dann kann ich hier weiterschalten auf Eco und das Design verändert sich. Eco heißt was? Eco heißt, hier ist im Grunde das Fahrzeug ein bisschen sparsamer abgestimmt, das heißt, das Gaspedal ist eher auf eine sparsame Fahrweise, vielen Dank, eingestellt, genau. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, haben wir noch Sport und da ist genau das Gegenteil. Das Gaspedal wird sensibler. Man merkt das auch richtig, wenn man beim Fahren, zum Beispiel auf der Autobahn, diesen Sportmodus aktiviert, dann kommt auf einmal so kleiner Leistungskick, ne, und das macht wirklich Spaß. Gut, es ist natürlich so, dass viele Leute sparsam unterwegs sein möchten. Ich kann auf Eco drücken, aber wenn ich mal ein bisschen Spaß haben will, habe ich die Sporttaste. So sieht's aus, ne? Das ist das Angenehme. Wir haben hier verschiedene Fahrmodi und da ist für jeden was dabei. 616 Kilometer steht hier auf der Tankanzeige drauf. Wenn du mal kurz anmachst, sei mal so lieb. Da wird nämlich der Durchsatzverbrauch, der wird nochmal gezeigt. Jetzt hat die Stromsparschaltung abgeschaltet, weil wir zu lange drauf waren. Auch da gibt es eine Überwachung. Fahrzeug ist eingeschaltet, Beifahrertür offen, alles ist offen, Heckklappe offen, viele Helferlein, 6,1 Liter auf 100 Kilometer. Das ist ein Benzinmotor hier drin, kein Diesel. So sieht's aus, ne? Das waren im Grunde die Werte, die man immer früher beim Diesel hatte, ne? Aber die haben wir jetzt aktuell auch beim Benziner. 3 Zylinder? 3 Zylinder, EcoBoost. Mag man das? 3 Zylinder? Nein, also nicht von der Leistung her, wo man es eventuell merkt, ist am Sound. Er hat natürlich von Sound her eher einen charakterstarken Sound, aber ich finde das macht ihn auch irgendwo aus. Ein bisschen kerniger, muss man sagen. Ein kleines bisschen, gerade wenn er kalt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn er warm ist, hört man fast gar nicht mehr, oder? Nee, dann surrt er vor sich hin, wie eben eine Raubkatze das tut. Ja, wir fahren auch gleich mal mit. Der hier ist angemeldet? Ja. Angemeldet. So können wir gleich mal fahren. Das Lenkrad ist höhenverstellbar? Höhenverstellbar, selbstverständlich. Und auch in der Tiefe. Ein Kleinwagen. Ein Kleinwagen, ja, genau. Ja, in der Mitte des Cockpit, vielleicht fangen wir unten an. Wir haben eine Klimaautomatik hier drin. Wir haben hier eine Klimaautomatik, das heißt Temperatur einstellen, und wir haben noch zusätzlich hier 3 Stufen, womit wir die Automatik auch noch mal einstellen können. Das heißt von Stufe 1 bis 3, das stellt dann vor allem das Gebläse ein. Hier vorne, wenn du mal gerade was bewegst an dem Klimagerät unten, dann erscheint zeitgleich auf dem Display, alles ist miteinander vernetzt. Ja? So sieht's aus, ne? Man muss im Grunde gar nicht seinen Blick vom Fahren so weit abschweifen nach unten. Man kann hier im Grunde auf den Display schauen und sieht alles. So ist es. Ja, da vorne Touch, das Display? Ja, selbstverständlich. Machen wir hier genau Navigation, und wie man sieht, das wandert super schnell. Wir haben das Sync 3, das ist super schnell.
Genau. Ganz angenehm. Wichtig ist, das Booten geht auch sehr schnell, man muss nicht ewig warten. Es ist gestochen scharf. Gerade das Display hier vorne, das Cockpit-Display, das ist so wie bei einem Top-Handy beim iPhone, also von der Qualität her. Du siehst kein Pixel, nichts. Ja, das ist gestochen scharf und es macht auch richtig Spaß, da reinzugucken, denn das sieht so modern und so innovativ aus. So, ich mach mal kurz nach vorne. Das Cockpit ist auch schön geworden. Das Ganze sehr, sehr edel. Und du sagst, unter 20.000 € kriegt man auch ein Fahrzeug, was gut ausgestattet ist. So sieht's aus. Wir haben da dann den Cool & Connect. Das heißt, da ist dann an Bord der Benziner mit 95 PS und wie auch schon gesagt, mit wirklich vielen Features wie das Sync 3. Das große Display ist drin, Klimaanlage ist drin, Multifunktionslenkrad, Lederlenkrad. Also das ist Wahnsinn, was da einfach schon direkt serienmäßig an Bord ist. Am besten mal anfangen. Viele finanzieren das Fahrzeug? Ja, absolut. Und das ist hier auch wirklich sehr interessant. Denn wir haben hier zum Beispiel über die Ford-Bank die Möglichkeit mit einem Zinssatz, eigentlich kann man nicht von einem Zinssatz reden, denn wir haben keinen, 0,0%. So, Fahrzeug kann ich in Zahlung geben? Selbstverständlich. Jedes Fabrikat, jedes Fahrzeug kann bei uns in Zahlung gegeben werden. Gar kein Problem. Da können wir ganz unkompliziert immer das Fahrzeug bewerten. So. Ja, hier steht er, der Ford Puma 2021er Modell. Das heißt, ihr habt die bekommen. Es gibt von Jahr zu Jahr immer wieder so, ich sag mal, Feinheiten, die geändert werden. Das Fahrzeug ist relativ neu. Den gibt es noch nicht so lange. So sieht's aus. Seit Januar ist er bei uns im Portfolio. Das heißt, wenn man aber mal hier auf der Straße guckt, im Saarland, sieht man das Auto schon sehr, sehr oft. Sehr schön. Hier unten, kleines Detail, hier kann ich auch noch Flaschen und Getränke reinstellen. Ich habe eine richtige Mittelkonsole, wo ich einen Arm ablegen kann. Hier ist auch noch ein bisschen Platz. Unten wäre jetzt auch noch die Möglichkeit, ein Smartphone zu laden, was man hier in der Mittelkonsole auch noch induktiv machen kann. Ne? Das Okay, heißt, auf Wunsch. Genau. Vorne ist USB, habe ich einen 12 Volt, da kann ich USB-C reinstecken, die Adapter, die man so kennt aus dem Internet, richtig. die ich mir zulegen kann. Kommen wir mal kurz raus. Jetzt haben wir das Auto nochmal. Da ist er. Der Ford Puma Mighty Hybrid mit eingebautem Elektromotor. In Völklingen sind wir. Ja, du bist jetzt ein Jahr dabei. Was spricht denn für Bunk aus deiner Meinung nach? Das Familiäre und vor allem, dass man im Grunde das Gefühl hat, man ist eigentlich in einem kleinen Unternehmen, aber wenn man manchmal hier guckt, was hier los ist, und sind wir irgendwo auch eigentlich im Konzern. Und das ist das Interessante an dem Unternehmen, diese familiäre Atmosphäre. Ja, ihr verkauft viele Autos. Wenn ich den haben möchte, Lieferzeit? Aktuell haben wir hier Lieferzeit 9 Wochen. Was interessant ist, wir haben vorgesorgt, wir haben ein sehr großes Lager, viele Pumas kommen in den nächsten Wochen. Das heißt, ihr habt entsprechend eine schöne Ausstattung schon konfiguriert, habt die bestellt, genau, dass ihr Lagerfahrzeuge habt? Genau, und damit auch jeder jetzt noch in dem Jahr von den abgesenkten Mehrwertsteuern profitieren kann. Ja, sind zwar nur 3%, aber bei so einem Preis macht das schon einiges aus. Sieht uns schick aus, wenn fast alle Türen offen sind, Ja. als könnt ihr fliegen. Genau, richtig. Ne? So, wir sind bei Ford Bunk. Dein Name nochmal? Dennis Scholz, mein Name. Dennis Scholz, seit einem Jahr dabei, kommt aus der Gastronomie, ist ganz happy jetzt hier im Fahrzeughandel? Absolut. Ne? Das ist, im Grunde hat das sehr viele Parallelen, weil es geht hier um Emotionen und in der Veranstaltungsbranche, in der Gastronomie, wo ich vorher tätig war, das lebt von Emotionen und ich finde Fahrzeug, Auto, Neuwagen, das ist Emotion pur. Ja, ihr habt 2 Outlets, dich trifft man ab und zu auch schon mal in der Landeshauptstadt Saarbrücken? Ja, absolut. Das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, der Bereich, wo ich unterwegs bin. Ich selber bin auch tätig in Saarbrücken in der Filiale und profitiere natürlich von diesem großen Standort hier in Völklingen, weil wir einfach hier eine tolle Infrastruktur haben. Ja, da ist er. Der Puma, Modelljahr 2021, hier bei Ford Autohaus Bunk. Und wie wir gehört haben, viele Lagerfahrzeuge schon vorgeordert. Ansonsten kann man ihn relativ schnell erhalten. Man kann ihn ganz individuell bestellen in vielen Farben. Am besten sich da mal beraten lassen. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.